Mit welchem Visum man im Ruhestand in ein angelsächsisches Land, also Australien, Neuseeland, Kanada, USA, UK auswandern kann, mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video hier näher befassen. Wenn du bereits im Ruhestand bist oder demnächst deinen Ruhestand antrittst und gerne in einem angelsächsischen Land leben möchtest, also sagen wir einmal Australien, Neuseeland, Kanada, USA oder auch der UK, dann wirst du vielleicht ziemlich schnell feststellen, dass es dort hinsichtlich den verfügbaren Visa für Ruheständler zappenduster aussieht, um es mal gelinde zu sagen. Bis vor kurzem gab es da noch einige Investoren-Visa, die man hier tatsächlich nutzen konnte, zum Beispiel im UK oder auch in Australien. Aber das ist mittlerweile schon lange nicht mehr möglich. Zunächst einmal wurden diese Visa hier eingestellt, weil man Angst hatte, dass zu viele Russen hier die Länder überschwemmen und hier undurchsichtige Mittel in diesen Ländern investieren. Und bisher gibt es leider hier auch keine Nachfolgevisa, die diese abgeschafften Visa-Kategorien hier ersetzen könnten. Es ist eben interessanterweise so, dass diese angelsächsischen Länder, obwohl sie ja alles unabhängige Länder sind, hier tatsächlich sehr ähnliche Visa-Kategorien haben und dass sie tatsächlich für Pensionäre, Rentner oder auch Privatiers, selbst wenn diese wohlhabend sind, keine Visa anbieten. Das heißt, hier muss man also improvisieren, hier muss man sich also etwas einfallen lassen, wenn man in diesen Ländern leben möchte. Tatsächlich ist es nicht so ohne weiteres möglich, dort ein Ruhestandsvisum zu beschaffen und dann dort den Ruhestand hier in aller Ruhe zu genießen. Da wird man hier nicht umhin kommen, sich mit bürokratischen Hürden zu befassen und auch möglicherweise einigen Aufwand zu machen, um dann tatsächlich in dem Land leben zu können. Daher wäre die erste Frage, die du dir stellen solltest, wenn auch du in einem solchen Land leben möchtest: Ist es wirklich notwendig, also brauchst du das wirklich für dein Seelenheil, dort 365 Tage im Jahr dich aufzuhalten? Könnte es nicht ein attraktiver Kompromiss sein, dort eine gewisse Zeit zu verbringen? Sagen wir einmal ein halbes Jahr. Tatsächlich ist das ja in den meisten der angesprochenen Länder sehr einfach möglich und meistens auch ohne Visum möglich. Im UK zum Beispiel kannst du als deutscher, Schweizer oder österreichischer Tourist dich ein halbes Jahr aufhalten, 180 Tage ohne ein Visum zu benötigen. Du kannst dann das Land verlassen für einen Tag und am nächsten Tag wieder dort einreisen und wieder für 180 Tage bleiben. In den USA sind es 90 Tage mit ESTA. Auch dort kannst du theoretisch einen Tag ausreisen, wieder zurückkommen und wieder 90 Tage dort bleiben. In Kanada ist es ebenfalls ein halbes Jahr. In Australien sind es wiederum 90 Tage, die du da bleiben kannst. In keinem der Länder ist geregelt, wie viele Tage du pro Jahr mit einem solchen Besucherstatus hier anwesend sein kannst. Das ist hier nicht gesetzlich definiert. Also es ist nicht so in den USA zum Beispiel, dass es 90 Tage sind pro Jahr oder 180 Tage pro Jahr. Es sind 90 Tage pro Aufenthalt. Im UK 180 Tage pro Aufenthalt. Das gleiche in Kanada auch. Aber Vorsicht, natürlich ist das nicht unbedingt sehr intelligent, das so zu machen über einen längeren Zeitraum, weil irgendwann wird vielleicht der Beamte an der Grenze hier bei der Einwanderungskontrolle sagen: Nun ja, nun warst du so viel hier im Land drin, bist du wirklich noch ein Besucher, und der Status, mit dem du einreist, ist ja ein Besucherstatus. Also es sieht nicht so aus, wie wenn du ein Besucher bist, sondern hier tatsächlich nun leben willst ohne Visum, und das geht natürlich nicht. Daher ist es sicherlich keine besonders gute Idee, langfristig mit einem solchen Besucherstatus Zeit in diesen Ländern zu verbringen. Aber zum Beispiel zu sagen, im UK, zum Beispiel zu sagen, in Kanada, ich bin dort 180 Tage und dann gehe ich ein halbes Jahr hinaus und dann komme ich wieder 180 Tage, das wäre absolut vorstellbar. Oder zu sagen, ich bin in Australien 90 Tage, dann gehe ich 3 Monate irgendwo anders hin, dann komme ich wieder für 90 Tage zurück. Auch das ist absolut denkbar. Ja, also das wäre die einfachste Lösung, wenn du dir vorstellen kannst, dass du tatsächlich dann in einem anderen Land oder vielleicht noch in 2 anderen Ländern auch hier
dann noch ein Refugium hast, einen Wohnsitz hast, wo du dich aufhalten kannst. Das hätte im Übrigen meistens auch den Vorteil, dass du dich hier steuerlich gar nicht groß mit dem Land auseinandersetzen musst. Du müsstest dann eben in UK oder auch in Australien keine Steuererklärung einreichen, dich dort steuerlich nicht anmelden, was es natürlich auch extrem einfach macht. Und wenn du hier letztlich dich selbst verteilst auf 2 bis 3 Wohnsitze, dann stellt sich natürlich die Frage, ob du überhaupt irgendwo steuerpflichtig bist, ja? Oder wie kannst du dort steuerpflichtig sein, wo es Sinn macht? Das ist das, was man sich dann fragen müsste. Also das wäre für mich die erste Frage, die ich mir stellen würde. Ist es wirklich überhaupt notwendig, dass ich dort in diesem Land wirklich mich permanent aufhalte? Kann ich nicht einfach mit dem Besucherstatus mich dort so lange aufhalten, wie es mir gefällt und den Rest der Zeit irgendwo anders verbringen? Das ist also komplett ohne Visum. In einem zweiten Schritt könnte man zum Beispiel dann ein Long-Term Visitors Visa beantragen, wenn man das möchte. Also zum Beispiel in Australien ist dieses 3, 6 oder 12 Monate gültig. Damit kann ich dann zum Beispiel 12 Monate am Stück in Australien bleiben. Da ist es dann normalerweise notwendig, dass ich dann hier auch nachweisen kann, dass ich über die entsprechenden finanziellen Mittel verfüge. Da muss man dann wirklich ein Visum beantragen. In den USA ist das B1, B2 Visum. Das kann ich dann für 180 Tage beantragen. Könnte ich dann nochmal verlängern, wenn ich es wollte. Damit kann ich dann einfach länger im Land sein, wobei ich dann natürlich auch damit rechnen muss, dass das möglicherweise steuerliche Implikationen hat. Genau auch ein Besuchervisum kann tatsächlich steuerliche Implikationen auslösen. Daher wäre ich hier sehr vorsichtig, was ich hier tatsächlich plane und wie lange ich mich dann wirklich hier pro Jahr, pro Steuerjahr in dem Land aufhalte. Das ist so das nächste Level, das Besuchervisum. So eine weitere Möglichkeit besteht nun darin, zum Beispiel eine Sprache zu lernen, zum Beispiel Englisch zu lernen. Wenn du einen Englischkurs belegst und du bist hier angemeldet bei einer Sprachschule, dann hast du in vielen englischsprachigen Ländern, inklusive UK, inklusive Australien, inklusive auch den USA, die Möglichkeit, dich dort bis zu einem Jahr aufzuhalten, möglicherweise sogar noch länger, um dort Englisch zu lernen. Also das ist dann das Sprachschulenmodell. Das muss man sagen, wird natürlich vielfach auch missbraucht. Das heißt, da gibt es natürlich schon die Notwendigkeit, hier die richtige Sprachschule zu finden. Vielfach hat man ja erlebt, und das nicht nur in den angelsächsischen Ländern, auch zum Beispiel in Ländern wie Thailand, dass es hier gar nicht wirklich ums Sprachenlernen geht, sondern einfach nur um einen billigen Aufenthaltstitel. Also das heißt, hier bitte die richtige Sprachschule suchen. Dann geht das natürlich auch für andere Skills. Ja, ich könnte natürlich sagen, ich melde mich hier an für eine Art Berufsausbildung oder auch zum Studium. In vielen Ländern gibt es keine Altersgrenze, was ein Studium anbelangt. Allerdings muss man natürlich gerade in den angelsächsischen Ländern damit rechnen, dass die Studiengebühren ganz empfindlich hoch sind. Ja, also das müsste man natürlich dann genau prüfen, ob man das wirklich will. Aber wenn wir mal zum Beispiel hier von dem Sprachschulmodell hier ausgehen würden, könnte ich ja dann sozusagen zunächst mal in das Land einreisen, sagen wir zum Beispiel mal Australien. Ich bin dann dort mit dem Besuchervisum für 12 Monate. Im Land, wenn dann hier sich meine 12 Monate erschöpfen, wechsle ich dann auf ein Sprachschulvisum. Dann kann ich möglicherweise weitere 12 Monate da bleiben über diese Sprachschule. Dann bin ich entsprechend dann 2 Jahre dort. Eine weitere Möglichkeit in Ländern wie zum Beispiel UK oder Kanada ist, mich dort einfach über meine berufliche Qualifikation aufzuhalten. Das Gleiche geht übrigens auch in den USA. Wenn ich besondere berufliche Qualifikationen habe, gerade im Bereich der Wissenschaft, Business, der Künste, Sport, dann kann ich dort eine Green Card in den USA zum Beispiel erhalten und auch in UK oder Kanada permanente Aufenthaltsbewilligungen, ohne dass ich einen Job brauche. Ich muss dann also nicht hier bei einem Arbeitgeber mich dann hier bewerben und zunächst mal einen Sponsor haben, sondern allein aufgrund der Tatsache, dass ich eben herausragende Fähigkeiten habe, bekomme ich das Visum. Da muss man dann prüfen, was hier genau die Bedingungen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Arzt bin oder Akademiker und ich will jetzt in UK leben, dann muss eine bestimmte Stelle hier in meinem Fachgebiet, zum Beispiel eine Universität oder auch eine Ärztekammer, dann bestätigen, dass ich tatsächlich diese Skills habe. Also das heißt, die britische Ärztekammer oder die britische Kammer der Neurologen oder Berufsgenossenschaft oder sonst irgendwas, die muss dann eben entsprechend bestätigen, dass ich wirklich diese Skills habe. Das kann ich dann hier einreichen bei der Behörde und dann bekomme ich eben ein Visum und kann mich dann praktisch qua meiner Qualifikation
in dem Land aufhalten, ohne dort dann einen Arbeitgeber, einen Job zu brauchen. Das funktioniert tatsächlich in Ländern wie USA, UK und auch in Kanada. Manche Länder machen das schwierig. Australien ist da strenger. Da gibt es zum Teil auch Altersgrenzen. Da gibt es dieses Punktesystem. Also da ist es möglicherweise nicht so einfach. Neuseeland das Gleiche, aber in manchen Ländern funktioniert das. Was auch in Australien funktioniert und auch hier letztlich ohne Altersgrenze ist, wenn ich jetzt eine Qualifikation habe, wenn ich einen Beruf habe, der stark gefragt ist in dem Land, wo es also zu wenige Experten gibt. Da brauche ich dann in der Regel allerdings ein Jobangebot. Das funktioniert zum Beispiel in Australien, in Neuseeland oder auch im UK und bekomme dann hier eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung für 2 bis 4 Jahre. In vielen Fällen kann ich die dann auch in eine langfristige, in eine permanente, in eine Daueraufenthaltsgenehmigung umwandeln, wenn ich dort dann 3 bis 4 Jahre gelebt habe. Aber das setzt natürlich voraus, dass ich wirklich arbeiten will. Der Vorteil ist, dass bei solchen Qualifikationen es auch keine Altersgrenze gibt. Das heißt, auch wenn ich schon im Ruhestand bin, kann ich ein solches Visum bekommen. Aber wie gesagt, will ich tatsächlich dann noch arbeiten, wenn ich im Ruhestand bin? Das ist eben die Frage. Man könnte jetzt den Spieß einmal umdrehen. Wenn du zum Beispiel einen Ehepartner hast, der vielleicht deutlich jünger ist als du, dann könnte natürlich dieser Ehepartner, wenn er hier über eine Qualifikation verfügt, die stark nachgefragt ist, schlicht und ergreifend dann für sich selbst eine Arbeitserlaubnis und ein Visum beschaffen. Das geht ja schon als Altenpflegerin, als Kindergärtnerin, als Lehrerin in vielen Ländern, gerade Neuseeland und Australien. Und dann kann ich letztlich als Ehepartner oder Lebenspartner dann hier ein Visum über meine Frau, über meinen Mann erhalten, die vielleicht in einer solchen Tätigkeit noch tätig sein möchte, beziehungsweise eine entsprechende Qualifikation hat. Aber dann ist natürlich nichts mit der Welt bereisen. Da bin ich da wirklich in Australien dann festgelegt. Eine weitere Lösung ist es vielfach, ein Unternehmen zu gründen. Das geht zum Beispiel auch in Australien, das geht zum Beispiel auch in Kanada, wenn ich bereit bin, dort einen großen Betrag zu investieren. In Australien zum Beispiel sind es 1,5 Millionen australische Dollar, die dort investiert werden müssen in ein solches Innovationsunternehmen. Das muss dann auch entsprechend hier von Regierungsseite bestätigt werden, dass ein innovatives Unternehmen ist. Dort gibt es vielfach auch keine Altersgrenze. Aber dann gilt das Gleiche natürlich, was ich hier zum Thema Beruf gesagt habe. Dann muss ich wirklich dort tätig sein und will ich wirklich einen Betrieb aufbauen mit Mitarbeitern, wenn ich schon im Ruhestand bin. Das klingt ja doch schon eher nach Unruhestand. Das geht natürlich in den USA auch. In den USA sind jetzt so große Beträge gar nicht mal notwendig. Ich kenne zum Beispiel einen Mandanten, der hat auf Cape Cod in den USA ein Unternehmen im Bereich Innenausstattung gekauft, also Gardinen und solche Dinge. Einfach hier als Husband- and Wife-Team und habe dann noch ein paar Mitarbeiter angestellt bzw. übernommen. Ja, also sowas funktioniert auch in den USA. Das sind dann die Beträge auch gar nicht so hoch, die dafür notwendig sind. Die sind dort nicht vorgeschrieben, wenn wir hier vom E2-Visum sprechen. Das geht natürlich auch. Aber wie gesagt, ist es dann wirklich der Ruhestand oder eher der Unruhestand? So, das sind sie so mal die Optionen in den angelsächsischen Ländern. Das heißt also, wenn du wirklich willst natürlich, wo ein Wille ist, da ist ein Weg, wie man so schön sagt, dann kannst du natürlich schon dort dir eine Residence dann sichern. Und wenn du Single bist übrigens, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dort auch einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin kennenzulernen und die dann zu ehelichen, wobei das Ehelichen ist gar nicht mal notwendig. In vielen dieser Länder, es reicht ja einfach, in häuslicher Gemeinschaft zu leben. Also das wäre natürlich auch möglich, wenn du dort lokal eine Dame, einen Herrn kennenlernst und dann entsprechend eine Beziehung eingehst. Ich sollte noch erwähnen, dass es in den USA die EB5 Green Card gibt. Dort kann man tatsächlich dann so halb passiv dann auch investieren in ein Unternehmen. Vielfach wird hier in große Hotelbetriebe oder Ähnliches investiert. Dort kannst du dann Partner sein. Du musst so rund 1 Million dafür in die Hand nehmen und dann bekommst du die EB5 Green Card. Das ist eben auch eine mehr oder weniger passive Green Card. Du bist zwar technisch gesehen Mitunternehmer, aber wenn dein Investment hilft, dabei mindestens 10 Jobs zu schaffen, dann bekommst du eben diese EB5 Green Card. Nicht sehr einfach zu bekommen, sehr stark überlaufen, aber sicherlich auch eine Möglichkeit. Solche Visa gibt es aber in den anderen Ländern leider nicht mehr. Wenn du mich persönlich fragst, was ist meine persönliche Präferenz, was würde ich empfehlen? Ich persönlich finde es am besten, wenn du 2, 3 Orte hast, in denen du dich aufhältst, 2, 3 Länder, also zum Beispiel Australien, Malaysia und dann Europa. Ja, so, da teilst du deine Zeit auf, dann kannst du vermutlich vermeiden,
dass du steuerpflichtig wirst in 2 der 3 Länder, wenn du es richtig machst. Das heißt, du hast zum Beispiel einen steuergünstigen Wohnsitz in Malta, hältst dich dann in Malta oder Europa generell, Australien und Malaysia auf, wirst dann wahrscheinlich sehr wenig Steuern bezahlen müssen, musst dich nicht um ein Visa scheren, musst keine Steuererklärung in den Ländern einreichen. Für mich persönlich klingt das nach einem angenehmen Ruhestand. Kannst mit deiner Partnerin, deinem Partner herumreisen, kannst dann viel Zeit in verschiedenen Ländern verbringen. Aber man muss natürlich Tage zählen. Das ist mir natürlich schon klar. Und wenn du das nicht willst, dann musst du eben doch den Aufwand betreiben, den ich gerade eben beschrieben habe. Das heißt, im Grunde genommen nach Lösungen suchen, verschiedene Lösungen beschreiten, um hier tatsächlich dann den Aufenthalt in diesem Land zu sichern und vielleicht die Möglichkeit zu bekommen, auf eine Permanent Residency umzusteigen, zum Beispiel über eine Eheschließung. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, wenn solche Fragen wie die wir jetzt gerade hier besprechen, für dich ein Thema sind und dir schlaflose Nächte bereiten, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu beschaffen. Steuerliche und rechtliche Fragen rund um den Umzug ins Ausland. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.